Hallo und herzlich willkommen bei Sprachkuko Deutsch lernen. In diesem Video spreche ich über 10 Fehler, die Deutschlernerinnen und Deutschlerner ganz häufig machen. Solltet ihr Deutsch lernen und neu auf diesem Kanal sein, abonniert meinen Kanal doch hier unten. Und nach einem kurzen Intro legen wir los. Sprachkuko Deutsch lernen. In diesem Video spreche ich also über 10 Fehler, die Deutschlernerinnen und Deutschlernern ganz häufig unterlaufen. Vielleicht macht ihr sogar diese Fehler, also bitte aufpassen. Eines vorweg, lasst euch von Fehlern nicht beirren oder entmutigen, denn Fehler gehören zum Lernprozess dazu. Man sagt nicht umsonst, aus Fehlern lernt man. Solltet ihr also einen oder mehrere dieser Fehler machen, wisst ihr nach diesem Video, wie ihr eure Fehler beheben könnt. Und wir beginnen jetzt mit dem ersten Beispielsatz. Wenn ich nach Deutschland gekommen bin, ich konnte kein Deutsch sprechen. Oder wann ich nach Deutschland gekommen bin, ich konnte kein Deutsch sprechen. Man könnte beide Sätze von Deutschlernerinnen und Deutschlernern hören. Hier gibt es gleich mehrere Fehler. Wenn und wann gibt es aber im Deutschen. Und woher der Fehler kommt, wisst ihr vielleicht sogar. Schaut euch mal das Englische an. When I came to Germany, I couldn't speak German. Das macht Sinn, oder? Wenn ich diesen Satz übersetze und die Positionen nicht verändere, dann habe ich leider Fehler. Das ist ein sogenannter Interferenzfehler. Das bedeutet, ihr übernehmt muttersprachliche Strukturen oder Strukturen einer Brückensprache und übernehmt diese in die neu zu erlernende Sprache. Und das funktioniert leider nicht immer. Was brauchen wir denn hier, um einen richtigen Satz zu bilden? Zunächst einmal, ihr braucht eine andere Subjunktion, nämlich als. Und im Hauptsatz müsst ihr das Verb eine Stelle nach vorne schieben. Schaut euch mal die richtige Lösung an. Als ich nach Deutschland gekommen bin, konnte ich kein Deutsch sprechen. Warum ist das so? Zunächst einmal ist die Subjunktion als die korrekte temporale Subjunktion, die ihr benötigt, wenn ihr über ein einmaliges Ereignis in der Vergangenheit sprecht. Zum anderen muss das Verb an der zweiten Position stehen. Warum? Weil es einen Nebensatz gibt, der im Vorfeld steht und die zweite Position im Deutschen vom finiten bzw. konjugierten Verb besetzt wird. In diesem Beispiel konnte. Als ich nach Deutschland gekommen bin, konnte ich kein Deutsch sprechen. Ganz kurz zu den anderen Subjunktionen. Diese könnt ihr auch benutzen. Seht euch mal folgendes Beispiel an. Wenn ich meine Familie in Deutschland besuchte, machten wir immer tolle Ausflüge. In diesem Beispiel haben wir wenn als Subjunktion. Sie leitet einen temporalen Nebensatz ein und sie bezieht sich auf ein mehrmaliges Ereignis in der Vergangenheit. Stellt euch vor, ihr fliegt jedes Jahr nach Deutschland, um eure Familie in Deutschland zu besuchen. Und in jedem Jahr gibt es ein toll organisiertes Programm und ihr macht immer tolle Ausflüge. Es ist ein sich wiederholendes Ereignis in der Vergangenheit. Wenn ihr euch darauf beziehen wollt, braucht ihr die Subjunktion wenn. Wenn ihr allerdings sagt, als ich nach Deutschland gekommen bin, konnte ich kein Deutsch sprechen, meint ihr ein einmaliges Ereignis, einen bestimmten Zeitpunkt. Und zu diesem Zeitpunkt konntet ihr noch kein Deutsch sprechen. Man kann wenn allerdings auch als konditionale Subjunktion gebrauchen. Seht euch einmal folgenden Beispielsatz an. Wenn mein Urlaub genehmigt wird, besuche ich dich in Berlin. Hier gibt es eine Bedingung. Die Bedingung ist, der Urlaub muss genehmigt werden. Und wenn mein Urlaub genehmigt wird, dann besuche ich dich in Berlin. Wenn ist in diesem Beispiel also eine konditionale Subjunktion. Außerdem kann man auch wann gebrauchen, und zwar dann, wenn man einen indirekten Fragesatz einleiten möchte. Seht euch einmal die Beispiele an. Wann ich nach Deutschland komme, weiß ich noch nicht. Oder ich kann noch nicht sagen, wann ich nach Deutschland kommen werde.
In diesen Sätzen leitet wann einen indirekten Fragesatz ein. Noch einmal zur Wiederholung. Ihr gebraucht als, wenn ihr euch auf ein einmaliges Ereignis in der Vergangenheit bezieht. Ihr gebraucht wenn ihr euch auf ein mehrmaliges, sich wiederholendes Ereignis in der Vergangenheit bezieht. Oder ihr gebraucht wenn ihr einen Konditionalsatz formuliert. Und wann gebraucht ihr, um einen indirekten Fragesatz einzuleiten. Sehen wir uns nun den zweiten Fehler an. Häufig hört man nach anstelle von nachdem. Seht euch zunächst den Fehler an. Nach ich einkaufen war, ich habe meine Freunde getroffen. Das ist leider falsch, obwohl man meinen könnte, dass die Übersetzung von after nach ist, oder? Das sollte doch korrekt sein. Ist es in diesem Fall aber nicht, denn after könnte auch nachdem bedeuten und ihr braucht hier einen Nebensatz. Nachdem ich eingekauft hatte, habe ich meine Freunde getroffen. Die Subjunktion nachdem erfordert, dass ihr im Hauptsatz eine andere Zeitform benutzt. Es gibt einen Tempuswechsel. Wir haben nun das Plusquamperfekt, eingekauft hatte, im Nebensatz und das Perfekt im Hauptsatz. Man könnte auch das Präteritum im Hauptsatz benutzen. Wenn wir im Nebensatz zum Beispiel das Perfekt benutzen, dann müssten wir im Hauptsatz das Präsens nutzen. Zum Beispiel: Nachdem ich eingekauft habe, treffe ich meine Freunde. Ihr merkt, es gibt einen Tempuswechsel. Sehen wir uns nun den nächsten Fehler an. Die Verben wissen und kennen bereiten Deutschlernerinnen und Deutschlernern große Schwierigkeiten. Ein Beispiel. Wer ist das? Weißt du ihn? Do you know him? Das ist leider falsch. Obwohl man meinen könnte, dass es richtig sei. Ich habe ja schließlich to know übersetzt und dort stand wissen. Es ist aber leider falsch. Die richtige Frage lautet: Kennst du ihn? Das Verb kennen gebraucht man häufig, wenn man über Personen spricht, die man bereits getroffen hat. Man ist miteinander bekannt. Man ist vertraut miteinander. Dann gebraucht man kennen. Allerdings könnte mir jemand Informationen über diese Person geben. Vielleicht habe ich einen Artikel über die Person gelesen. Oder mir hat jemand etwas über diese Person erzählt. Dann könnte ich fragen: Weißt du, wer das ist? In diesem Fall funktioniert es. Aber hier ist die Bedeutung etwas anders, weil es geht tatsächlich über das Wissen, das ich mir über diese Person angeeignet habe. Und dieser kleine, feine Unterschied führt dazu, dass man häufig Kennen und Wissen verwechselt. Sehen wir uns den nächsten Fehler an. Die Verben brauchen und müssen könnten zu Schwierigkeiten führen. Seht euch zunächst den Fehler an. Ich brauche noch in die Stadt zu gehen oder ich brauche noch in die Stadt gehen. Das könnte zum Beispiel auf die englische Sprache zurückzuführen sein. I need to go to the city, also ein Interferenzfehler. Auch andere Sprachen könnten für diesen Fehler verantwortlich sein. Wie lautet denn dieser Satz korrekt? Ich muss in die Stadt gehen. Das ist der korrekte Satz. Aber bitte passt hier etwas auf, denn wenn es einen verneinten Satz gibt, dann könnte durchaus brauchen eine Option sein. Zum Beispiel: Ich brauche heute nicht zu arbeiten. I don't need to work today. Oder ich muss heute nicht arbeiten. In diesem Beispiel funktionieren beide Varianten. Also brauchen plus zu plus Infinitiv oder müssen plus Infinitiv. Das funktioniert aber nur, wenn es um die Negation geht. Sehen wir uns den nächsten Fehler an. Die Steigerungsformen. Auch diese können zu Schwierigkeiten führen, vor allem dann, wenn man muttersprachliche Strukturen 1:1 übersetzt. Dann könnte zum Beispiel folgender Satz rauskommen: Ich finde das Buch mehr interessant. Klingt doch logisch. Wenn ich als englischer Muttersprachler I find the book more interesting übersetze, dann kommt dieser Satz heraus. Ist doch super, aber leider falsch. Im Deutschen lautet der korrekte Satz: Ich finde das Buch interessanter. Interessanter ist hier die Komparativform.
die erste Steigerungsform. Und diese Form ist äquivalent zu more interesting. Interessanter. Auch in romanischen Sprachen bildet man die Steigerungsform so ähnlich wie im Englischen. Also auch dort bitte aufpassen und nicht 1:1 übersetzen, sondern die deutschen Steigerungsformen lernen. Wenn ihr dazu weitere Informationen lesen möchtet, dann schaut doch auf meinem Blog nach. Einen Link findet ihr in der Beschreibung des Videos und dort könnt ihr fleißig Deutsch lernen. Sehen wir uns den nächsten Fehler an. Auch die Verben studieren und lernen können zu Fehlern führen. Seht euch einmal das Beispiel an. Was machst du heute? Ich studiere Deutsch. Ich muss morgen früh zum Deutschkurs. In diesem Beispielsatz passt studieren leider nicht. In diesem Beispielsatz müsste es heißen, ich lerne Deutsch. Im Deutschen gebraucht man lernen, wenn man etwas in einer Schule lernt oder wenn man zum Beispiel selbstständig mit Hilfe von Apps Deutsch lernt oder einem Deutschbuch oder auf YouTube Deutsch lernt. Dann kann ich sagen, ich lerne gerade Deutsch. Mit Sprachkuku Deutsch lernen. Wenn ihr studieren gebrauchen möchtet, dann funktioniert das nur, wenn ihr euch auf die Hochschule bezieht. Zum Beispiel, ich studiere Jura oder Deutsch auf Lehramt. Es geht um die wissenschaftliche Form des Lernens, also auf einem bestimmten Fachgebiet Wissen aneignen. Also, Studieren bezieht sich also auf den Hochschulkontext und Lernen meint das allgemeine Lernen, das man entweder selbstständig durchführt oder im Rahmen des Schulunterrichts. Sehen wir uns den nächsten Fehler an. Die Positionen im Satz. Wo stehen die Wörter in einem Satz? Und ganz speziell das Verb im Deutschen. In den vorangegangenen Beispielen habt ihr wahrscheinlich schon einige Fehler erkannt und deshalb möchte ich diese noch einmal anführen, weil man diesen Fehler ganz häufig hört. Seht euch einmal den Beispielsatz an. Ich möchte Deutsch lernen, weil ich muss Arbeit finden. In diesem Beispielsatz steht das Verb an der falschen Position. Wir haben hier einen kausalen Nebensatz, eingeleitet mit Hilfe der Subjunktion weil ich muss Arbeit finden. In einem Nebensatz steht das Verb allerdings an letzter Stelle, also am Satzende. Der korrekte Satz lautet hier, ich möchte Deutsch lernen, weil ich Arbeit finden muss. Ihr merkt hier, dass das konjugierte Verb muss ganz am Ende des Satzes steht. Das ist wirklich wichtig, dennoch solltet ihr wissen, dass auch deutsche Muttersprachlerinnen und Muttersprachler in der Umgangssprache das Verb, vor allem bei diesem kausalen Nebensatz, häufig an der zweiten Stelle stehen haben. Wenn ihr allerdings im Duden nachschlagt, dann seht ihr, dass das nicht erlaubt ist, okay? Also bitte stellt das Verb ans Ende des Satzes, auch wenn es umgangssprachlich manchmal ignoriert wird. Außerdem gibt es auch häufig in Hauptsätzen Probleme mit der Wortstellung. Seht euch einmal die folgenden Beispiele an. Leider, ich habe heute keine Zeit. Oder am Freitag, ich habe einen Termin. Oder vielleicht, du hast es vergessen. Diese Sätze würden aus Sicht eines englischen Muttersprachlers durchaus Sinn ergeben, denn die Übersetzungen zeigen, dass die Abfolge hier im Deutschen identisch ist. Das ist aber leider falsch. Wenn das Vorfeld besetzt ist, also die Position vor dem konjugierten Verb, dann muss das Subjekt auf einer anderen Position stehen. Die Sätze lauten korrekt: Leider habe ich heute keine Zeit und am Freitag habe ich einen Termin, sowie vielleicht hast du es vergessen. Jetzt haben wir korrekte Sätze. Auf der ersten Position haben wir Adverbiale. Diese besetzen diese Position. Und dann folgt das konjugierte Verb. Und an der Stelle danach kann zum Beispiel das Subjekt stehen. Also bitte passt auch darauf auf, nicht immer
eure muttersprachliche Struktur einfach übersetzen, sondern darauf achten, welche Regeln es gibt, wenn es um die Positionen im Satz geht. Und im Deutschen ist es so, dass auf der zweiten Position das Verb stehen muss. Sehen wir uns den nächsten Fehler an. Einen Fehler, den man häufig im Anfängerunterricht hört, ist folgender. Oh, ich habe kalt. Oder oh, ich bin kalt. Und auch diese Fehler machen Sinn, wenn man sich die muttersprachlichen Strukturen einmal genauer ansieht. Denkt einmal an das französische Je froid oder ans spanische Tengo frio oder portugiesisch Tenho frio oder italienische Ho freddo. Ja, wenn man das übersetzt, dann ist ich habe kalt ja total logisch und total falsch. Genauso verhält es sich, wenn man das Englische übersetzt, denn I am cold, ich bin kalt. Tja, ergibt Sinn, ist aber auch hier falsch. Denn im Deutschen heißt es korrekt. Oh, mir ist kalt. Mir ist kalt. Das ist die korrekte Variante. Also wenn es draußen 0 Grad hat oder noch kälter ist, dann könnt ihr sagen, mir ist kalt. Sehen wir uns den nächsten Fehler an. Und auch der nächste Fehler geht eindeutig auf die Muttersprache zurück. Ich heiße Thiago und ich habe 21 Jahre alt. Das ist leider falsch, auch wenn man sagt, chamo-me Thiago e tenho 21 anos. Ja, auf Portugiesisch ist das ja korrekt, aber wenn man das einfach Wort für Wort übersetzt, ist das leider falsch. Denn im Deutschen sagt man nicht, ich habe 21 Jahre alt, sondern ich bin 21 Jahre alt. Sehen wir uns noch den nächsten Fehler an. Einen Fehler, den ich auch ganz häufig gehört habe, ist einer, der auf eine Übersetzung des Englischen ins Deutsche zurückzuführen ist. So wird mit so übersetzt, obwohl der Sprecher oder die Sprecherin sehr wahrscheinlich eine andere Bedeutung ausdrücken wollte. Seht euch einmal den Beispielsatz an. Ich habe heute keine Uni, so ich bleibe zu Hause. I don't have university today, so I stay at home. So I stay at home. So ich bleibe zu Hause. Wort für Wort übersetzt. Vermutlich möchte die Person hier allerdings eine Folge oder einen Grund ausdrücken. Und dann passen folgende Sätze besser. Ich habe heute keine Uni, also bleibe ich zu Hause. Oder ich habe heute keine Uni, deshalb bleibe ich heute zu Hause. Zu so werde ich noch ein separates Video machen, denn so kann in ganz unterschiedlichen Bedeutungen auftreten und deshalb hat das Wörtchen so ein eigenes Video verdient. Und wir sind am Ende dieses Videos angelangt. Solltet ihr noch Fehler kennen, selbst gemacht haben oder immer noch machen oder bei anderen Deutschlernerinnen oder Deutschlernern hören, schreibt diese bitte in die Kommentare des Videos, denn aus Fehlern lernt man. Und aus Fehlern lernen auch die anderen Deutschlernerinnen und Deutschlernern. Vielleicht verhindert ihr mit euren Kommentaren sogar, dass diese Fehler überhaupt auftreten. Und sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals freuen. Und bitte werdet Mitglied, denn als Mitglied könnt ihr jeden Mittwoch an meinen Livestreams teilnehmen. Das heißt, ihr bekommt für wenig Geld Live-Unterricht auf YouTube mit Sprachkuckuck. Und das ist ja grandios. Und ich freue mich schon auf das nächste Video für und mit euch und sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!